Hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Bielefeld und stehend im Teilintegrierten von XGO 98P. Der Wagen hat eine Dinette und ein Hubbett und Längsbetten. Das heißt, hier kann man mit bis zu 6 Personen drin schlafen. Ja, den nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Hubbett, hinten die Längsbetten. Und was natürlich ganz wichtig ist, finde ich, wenn man mit mehreren Personen reist, dass man sich auch zurückziehen kann. Und zwar ins wunderschöne Schlafzimmer hier hinten mit Längsbetten. Tschüss. Geht gut, Tür Das ist zu. ja klasse, da hast du Ja. einen separaten Schlafraum. Ja, ins Schlafzimmer geht man eine Stufe hoch, zeige ich gleich warum. Wir haben 3 Oberschränke hinten quer. Den dritten öffne ich. Ablagefach über den Betten. Ja, LED-Lampen, Leselampen sehe ich da und Diese Lampen in schwarz. USB-Dosen. Warte, da muss ich mal gucken, Nora. Was haben wir denn da? In der Da haben Ecke. wir eine Doppel-USB in der Ecke. Wir haben LED-Lampen, Leselampen. Und was hast du auf deiner Seite? Ein Store. Da ist nichts weiter, ne? Nee, reicht ja auf einer Seite. Ja. Und riesengroße Fenster. Hier kann ich jetzt mal nicht öffnen. Die Fahrzeuge stehen sehr eng. Also wer große Fenster im Schlafbereich bevorzugt, kommt hier auf seine Kosten. Du, ich kann aber gleich sehen, an dem Fahrzeug, das daneben steht, ne, das ist ja auch ein XGO, vorgehängte Fenster. Ja. Mückenschutz, Sichtschutz getrennt voneinander. So, gleich lange Betten. Dann machen wir die mal zu. Die klappen gut. Und eine Dachluke gibt es auch. Bügel. Bügeldachluke. Dein Ja. Favorit, ne? Genau. Bügeldachluke. Zum Lüften. Dann klappt es auch mit dem Handtuch aufhängen. Ja. Hier ist ja noch ein Fernseher. Schau mal. Fernseher, Ja. den kannst du umschwenken. Ja. Der hat einen Befestigungsarm, schwenkbaren. Ja. Und dann. Und oh, Mensch, Klappen. Da müssen wir reinschauen. Hier ist Ja. noch eine Klappe, da ist eine Bodenklappe. Zeig ich. Da bin ich gespannt. Ja, ich fange eigentlich erstmal mit der großen Klappe hier an. Weil das finde ich auch immer praktisch, dass du in die Garage kommst, wenn es regnet. Oh ja, Ja. da kommst du gut ran. Da hat noch eine Kiste Wasserplatz Genau. oder auch ein Pilzchen. Ne? Ja. Oder Wein, wenn du nach Italien fährst. Ne? So schöner Karton Wein da. Ne? Passt rein. Genau. Zack. Einfach gestaltet. Hier hast du, ich kann es jetzt nicht sehen, ist das was zum Hängen? Da, ja. Kleiderschrank. Ja. Und dann nochmal 2 große Fächer hier. Ja, also am Stauraum scheitert es ja hier wohl nicht. Ne? Ach, hier ist, oh, Oh, nochmal so ein großer Kasten. Du. tief. Total Wow. tief. Ja. Ja, sowas finde ich ja immer gut, ne? Man kann dann irgendwie so Dinge reinstopfen, dreckige Wäsche, alles was so, Handtücher, Bettwäsche. Du, je Stauraum nachdem. brauchst du immer. Und wenn du mit der Familie unterwegs bist, ne, da kannst du einfach nicht genug Stauraum haben. Das ist sowieso. klasse. Ja. Und dann nehme ich hier mal die Klappe weg. Was ist das denn? Doppelter Boden hinten. Nochmal Stauraum. Ja. Und an dieser Bodenklappe merkst du es Leichtbau. Logisch, ne? Wir sind zwar knapp unter 7 Meter, aber wir dürfen ja nicht zu viel wiegen. Das ist klar. Nee, jetzt habe ich, glaube ich, habe ich das jetzt falsch? Nee, ist richtig. Richtig. Aber warte mal mit den Streifen. Ich könnte es auch Das, andersrum machen. Warte mal, warte mal, warte mal. ja, Ja, probier jetzt, mal bitte. jetzt kommt es auch mit den... Nee, auch nicht. Macht nichts. Auch nicht. Ja, Quatsch. So. Ja, das wäre natürlich schöner, wenn die Linien da wirklich ne, symmetrisch wären. Ja, genau. Die Übergänge. So, und dann nenne ich doch einmal gleich die Bettenmaße. Die habe ich natürlich nicht im Kopf. Wie gesagt, beide gleich groß. Das Schlafzimmer mit dem größten Stauraumangebot, muss Ja. ich dir ehrlich sagen, Ja. ne? Ja. Was ich bis jetzt gesehen Ja. habe. 1,93 Meter mal 75 Zentimeter Breite. Das sind die beiden Einzelbetten. Ja. 75. Also ich kenne sonst eigentlich, geläufig sind ja die 80 Zentimeter
Was ich aber 75 finde ich gar nicht so schlimm. Dadurch hast du hier mehr Platz. Ja, Das sind 10 Zentimeter, die du hier mehr Platz hast. ja, und du musst ja irgendwie an die Schränke rankommen. Eben. Ne? Und wenn Ja. dann nur so ein schmaler Durchgang ist, Genau. dann behindert dich das wieder, Eben. ne? In der Bewegungsfreiheit. Ja. Nicht wundern, das ist die Leiter fürs Hubbett. Ich möchte mir das nämlich gleich als nächstes anschauen. Ui, das geht auch schnell. Das kommt flott runter, ja. Ja. Das Hubbett hat eine Größe von 2 Meter in der Länge, das ist gut, und 1,30 an der breiteren Stelle hier. Und natürlich ein Rausfallschutz. Gut, das Bett verjüngt sich. Ja. Mensch, da vorne sind ja auch wieder Stauräume. Ja, da kommen wir ja später zu. Am Kopfende haben wir Touchspots an der Decke. Gas. Gas haben wir, okay. Ja. Gasheizung. Gut, dass du es sagst. Naja, ich kann hier gerade so drunter sitzen. Dieselheizung gibt es bei den Fahrzeugen mit Aufbaulader nicht, im Kastenwagen. Das hatten wir ja letztes Mal festgestellt. Da gibt es bei XGO eine Dieselheizung, aber hier leider noch. Bei den Kastenwagen ist es auch so, dass die komplett umgestellt werden Ja. jetzt. Die Fahrzeuge kommen alle mit Dieselheizung. Und in der Weißware, in den Kabinenfahrzeugen mit Gas. Ja. Na, wer Okay. weiß. Wer weiß, was da noch kommt. Noch. Genau. So, Ja, bei dir wird es etwas knapp mit Ja. der Kopffreiheit. Du passt gerade so drunter. genau. Du bist 1,64, falls die Frage auftaucht. Groß. Klein. Gut. Dann habe ich hier gesehen, hier sind so Knöpfe. Ach, guck mal. Licht. Das sind LED-Streifen. Ja. Genau. Alles klar. Und das Ja. ist der Schalter Genau. zum Bedienen des Hubbettes. Ja. Und ab dafür. Ja. Sitzgruppe ist großzügig hier, ne? Ja, die ist großzügig. Also die brauchst du ja natürlich auch. Hier im Küchenbereich haben wir eine Stehhöhe von 1,99 Meter. Gut, und am Hubbett etwas weniger, ne? Ja, Ja. genau. Hubbett, wo du es sagst. Ja. Für diejenigen, es gibt ja immer einige, die Fragen stellen. Ihr könnt den XGO hier auch ohne Hubbett bekommen. Also du hast die Wahl, das ist optional, Hubbett, ja, nein. Genau. Okay. Immer gut zu wissen. Also dann hättest du nachher komplett diese Stehhöhe. Ja, durchgehend. Na? Ich möchte erst die Küche. Wir arbeiten uns nach vorne. Großzügiger 3-Flammenkocher. Wir haben ja Platz. Das ist ja ein teilintegrierter, kein Van. Guck mal, hier hat schon jemand die Pinöppel geklaut. Ja, Dieses es ist immer unglaublich, Es ist nicht zu weil es fassen. alles so verschwindet. Ja. Ne? Über dem Kocher das Bedienpanel, ne? Mittels Touch. Da werden nicht nur die Füllstände angezeigt, du kannst auch die Lichter damit schalten. Und daneben die Steuerung der Truma Kombi, die digitale Steuerung, einheitfähig. Nun möchte ich dich nicht länger stören. Nee, machst du nicht. Ich wollte gerade wissen, nee, das geht so nicht. Ich habe überlegt, wie kriege ich das Licht an? Welches Licht hast du denn? Das. Ein Doch. Touch. Ich habe nicht lang genug gedrückt. Na gut. Da ist Jetzt. wieder so dieses blaue Licht. Blau Ja, ist ja immer. immer als Nachtlicht sehr, Ja, sehr beliebt. ja, genau. Und das, was ich rechts von dir sehe, das obere, das ist ein Handtuchhalter? Ja, also habe ich mir sagen lassen, also man könnte Handtücher aufhängen Ja. oder Löffel. Also das Okay. heißt von oben reinstecken, die würden nur während der Fahrt klappern. Ach, das also, ist eine Doppelfunktion. Ja, hier sind halt, ne, siehst du ja, und dann, aber das klappert doch während der Fahrt. Ja, Ne? Und darunter, da komme ich gleich zu, große Spüle, großer Ablauf, Wasserhahn gut. oh ja, das freut mich immer. Große Abläufe mag ich und es hat auch eine gewisse Tiefe hier. Ne? Ja, Das ist jetzt nicht so, da bekommst du gut Teller rein. auf jeden Fall und Töpfe. Das hier ist ein Schneidbrett. Und ich habe da, ich muss ja zugeben, ich habe da erstmal vorgestanden. Aber ich habe mich informiert. Einfach ziehen und, oh. Also Ach, mit ich Druckknöpfen. Ich denke, ja, die geht hier rein. Na, ich traue mich ja immer nicht. Aber Ja. deswegen frage ich ja vorher, lässt sich, ist ein bisschen klein
für kleine Zwiebeln, Ja, das ist ja. für kleine Und Kiwis was und sind es das denn? wackelt. Was sind das denn für Aussparungen? Dreh mal bitte um. Ich komme mit den Fingern nicht. Hier. Was ist das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also da sehe ich jetzt den Sinn nicht, weil wenn ich schnippeln möchte, das wackelt. Ja. So, okay, das haben wir auch mal gemacht. So, Schneidbrett. Gut. Schneidbrett. Ich würde hier irgendwie magnetisch was machen Ja. und dann so eine Ach, kleine da gibt es ja Pinnwand. die dollsten Sachen, Nora. Genau. Ne? Haben wir auch mal über Schneidbrett gesprochen? Okay. Das auch mal überschneiden. So, große Schublade brauchen wir ja in diesem Fahrzeug. Hier ist sogar ein Einsatz. Ja. Ne, kriegst du viel rein. Oh, Selbsteinzug. Und ein Schrank. Riesenhaft. Ja, da sind die Absperrhähne oder Absperrventile für die Gasanlage und die 230 Volt Einspeisung sehe ich da. Ne? In der Ecke. Gut. Und Oberschrank darf natürlich nicht fehlen. Was haben wir denn hier? Das ist die Steuerung. Der Wagen hier hat eine Aldensat-Anlage und das ist das Steuerelement, ne? Für die Aldensat-Anlage. Ich habe schon mal Aldesat-Anlage gesagt. Das war ja auch ein süßer Versprecher. Hier oben ist sogar noch eine Steckdose, ganz wichtig in der Küche. Brauchen wir. Und zwei Spots so für Und Licht. 2 Spots. Genau. Das Auto ist ja wie gesagt noch komplett auf Gas ausgerichtet, also Ja. auf einen Absorberkühlschrank, 90 Liter. Von Z-Ford. Z-Ford ist in Ordnung, ne? Und der läuft. Wir hatten den angestellt hier. Ja, ja. Das kann passieren. Ganz Da kalt. kannst du hier drauf drücken. Ja, stell den Zack, mal aus. aus ist er. Genau. Also wir müssen ja zugeben, wir drehen ja hier in Bielefeld bei Palmowski und es war schwierig an das Fahrzeug zu kommen. Das ist hier ein Rein- und Rausgehen bei diesem Fahrzeug. Interessanter Preis, kommt später. Und da ist vielleicht jemand gegengekommen. Ja, das So, jetzt machen wir mal bleibt nicht aus. zu. Hier haben wir einen Spiegel, Garderobenhaken. Und jetzt gehe ich in die Dusche. Da habe ich schon was gesehen. Die ist genau richtig für mich. Oh, das ist aber Dusche. groß. Ja, das ist groß, das Bad. Das Muss mal ist aber fertig groß. Duschvorhang. Toll. Das ist eine separate Dusche. Ja, Wow. ja. Ablagefach und tiefe Wanne. Ja, sehr tief. Ne? Sehr tief. Ja. Und wie Mit im einem Ablauf. Hm? Ja, und wie im Xco Kastenwagen, da war auch der kleine Ablauf in der Dusche, weißt du noch? Ja. Da war auch in der Spüle der große Ablauf und in der Dusche der kleine. Und was mir, ich weiß, immer gut gefällt, ist Duschen mit Duschvorhang. Ich kann den rausnehmen, ich muss nicht groß hier Klappen machen, krumm schieben und der ist ja, guck mal, das geht gut und herrlich. Und was ich auch noch schön finde am Duschvorhang, ich kann den auch tauschen. Wer eine andere Farbe haben möchte, kann sich hier eine andere Farbe reinhängen. Vielleicht auch ein bisschen dicker, dass es nicht am Körper klebt. Wir haben hier Licht und Steckdose. Ah, eine Steckdose. Eine Steckdose Eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Steckdose im Bad. und einen süßen Wasserhahn. Ein Fenster und ein Oberschrank, einen großen. Den brauchen wir auch in einem Familienfahrzeug. Ein Rollschrank. Was ist da? Bonbonpapier. Da hat jemand sein Bonbonpapier abgelegt. Ich lach mich schnapp, also wirklich. Es ist, was ist das? Das ist der Klopapier, der Klorollenhalter. Ach so, ich soll das so Ja, ich sag ja Design, ne? drüber machen, Ja. alles klar. Wird drüber gestülpt. Also ich sitze hier, ich mache mir dann den Schrank auf und dann kann ich das hier abrollen. Ja, Okay. warum Gut. denn nicht? Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, das sitzt gut. Das ist gar nicht schlecht. Ein Seitenfenster und groß. Also könnt ihr gut querlüften. Da ist die Küche, Tür auf, nach dem Duschen. Wunderbar. Handtuchhalter hier in der Ecke, hier über dem Toilettchen. Ja gut, da ist der Spiegel, den habe ich noch gar nicht gesehen. Spiegel. Hm. Und da oben auch noch mal ein Handtuchhalter. Haken. Ach, da ein Haken. Ja. Ja, große Haken, finde ich Ja. gar nicht schlecht. Ja. Alles drin, alles dran. Alles da. Alles da. Ja, alles da. Das Bad steht auf einem doppelten Boden, das fällt mir gerade noch Ja. auf.
ne, dann klappt das natürlich auch super mit der Duschwanne. Ja. Und wenn du so einen Sockel hast im Bad, dann hast du auch warme Füße, weil die Heizungsleitung in der Regel darunter lang geführt wird. Ne? Ich gucke gerade mit der Höhe. Das geht hier so leicht schräg, ja klar, Ja. hier von vorne nach hinten. Durch das wegen dem Hubbett, ne, hast du ja da mehr Höhe. Ja. Das geht dann aber eigentlich auch. Ja. Dusche ist ähnlich, genau. Genau, die Dusche ist wie hier. Die Höhe. Die Höhe. Ja, die ist so ein bisschen, flach, tief. Okay. Ich habe mal wegen der neugierigen Blicke den Vorhang zugemacht, weil die scharwenzeln hier doch alle ums Auto herum. Es gibt jetzt keine Verdunklung, Remi-mäßig. Habe ich nicht gesehen. Nee, sehe ich auch Nein. nichts, Nora. Also den Vorhang, was aber auch wunderbar funktioniert. Ihr könnt das hier zusammenbinden. Der Stoff ist sehr dick. Der ist sehr dick, den haben wir auch da nochmal vor dem Fenster. Du musst ja eins bedenken, ne? Das ist ein Kampfpreisauto. Ne? Ist ein Kampfpreisauto. Ja. Klare Sache. Klare Sache. Eine kleine L-Sitzgruppe, riesen Staufächer, hier rechts, links. Das ist echt Bei diesem Auto ist ja wieder eine Handtasche inbegriffen. Ja, Also Palmo denkt auch an die Damen, an die Camperinnen. ja, So, ja. guck mal, da vorne haben wir auch nochmal Stauraum. Ja, den brauchst du. Der Wagen hat so viel Stauraum, das ist ja kaum zu fassen. Na, hier geht es ja noch weiter. Ja, Nochmal Stauraum. das ist der Stauraum, ne, der mit dem Hubbett dann runterkommt, jeweils auf den beiden Seiten. Klappt gut. Hier habe ich jetzt meine Jacke reingelegt. Ich bin jetzt gerade an die Schlafzimmertür gerumpelt. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass da eine Tür kommt. Ja. Bei der Fahrzeuglänge. Ja. Hier können wir mal kurz reinschauen. Hier ist eine Sitztruhe, da ist nochmal Stauraum. Wer hätte das gedacht? Und dieses Schwarze hier, das ist der Gaskasten, der ist von außen zugänglich. Zeig Der mir. hat genug Stauraum für 2 11-Kilo-Flaschen. Ja, genau. So, jetzt wollte ich noch mal da runterschauen. Du, erstmal sehe ich da was, Nora. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hier ist eine Schlaufe. das habe ich nicht gesehen. Ja, du kannst hier noch ein Bett bauen. Ah, Kannst ja okay. hier, du siehst es, an dem Tischgestell, du kannst den Tisch runterfahren und hier noch dir eine Ebene bauen. Ja, und du kannst vor allen Dingen noch die Sitzfläche erweitern. Ja. Ne? Und können wir denn unter die Matratze auch mal schauen? Was Ja, das- erwartet uns da? Muss ich schauen, wie ich da jetzt dran komme. Aber ich weiß nicht. Den Tisch habe ich ein bisschen zur Seite geschoben. So, was sehen wir denn da? Eine Klappe. Die nehme ich mal raus. Da sitzt die Heizung, ne? Oder was ist das? Nee. Lass mich mal reinschauen. Nein, hier ist nicht die Heizung. Hier ist der Frischwassertank mit Druckwasserpumpe. Das ist natürlich gut. Eine Schurflug-Druckwasserpumpe. Da hast du natürlich schön Druck auf der Leitung, ne? Beim Duschen und beim Waschen. Das ist gut. Dieses Brettchen, das haben wir ganz oft gesehen in diesen L-Sitzgruppen. Das kannst du rausnehmen, damit derjenige, der jetzt hier einen gurtgesicherten Fahrplatz hat, auch die Beine irgendwo hin Ja. tun kann. Ja. Ne? Also wenn ihr zu viert fahrt, würde ich das Brett zu Hause lassen und gut ist. Ja. Mit Hubbett. Natürlich dann noch. Oder zu dritt. So, warte mal, jetzt muss ich gucken. Nee, falsch. Hm? Das ist immer was mit den Polstern. Ich muss ja sitzen. Irgendwie. Nur Mut. Ja, du Mut sagst und das. Kraft, ne? Wir können ja gerne mal hier tauschen, mein Lieber. Lässt mich hier immer arbeiten. Ich krieg's nicht. Ich gebe zu, ich hab's leichter. Das stimmt natürlich, Nora. Ich muss da hinten hin. Warte mal, vielleicht wenn ich mich... Ja, genau. Einfach vorstellen, hinsetzen. Oh, ich sitze. So. Und das tue ich hier auch hin. Also sitzen tut man gut. Habe ich es richtig rum? Ja. So, und den Tisch hole ich mir hier. Das geht wunderbar. Ja. Ne? Das ist ein ganz schönes Hammer-Tischgestell, ne? Guck dir mal dieses dicke Ding da unten an. Ja gut, wenn da noch 2 Personen, also angegeben bis zu 6 Personen, da brauchst du schon Stabilität. Ne? Das sieht stabil aus, Nora. Ja. Auf jeden Fall. Wieder Fenster mit Vorhängen, der gleiche Stoff. Weißt du, was ich mich frage? Nee. Da müsste ich aber außen mal rumgucken.
Wo ist denn die Heizung? Dann kann ja die Heizung nur noch... Garage. Genau, in der Garage sein. Da haben wir den Gaskasten. Ja. Frischwassertank. Schauen wir doch mal hier von außen, einmal Ja. längs. Da haben wir den Gaskasten mit ausreichend Platz für 2 11-Kilo-Flaschen. Und dann geht es hier hinten weiter. Ah, guck mal, Nora. Da hinten ist die Heizung Genau. in der Ecke. Ja. Du musst reinkriechen, Ja. weil wir auf der Guck anderen mal, Seite das ist ja nicht witzig. reinkommen. Die Lampe kannst du sowas. abnehmen. LED-Lampe. Das ist nicht schlecht. Finde ich gut. Guck mal, und hier wollte ich doch hin. Da ist die Heizung verbaut in der Garage. Und das, was ihr hier rechts sehen könnt, das ist wieder das Frostwächterventil, das eure Wasseranlage oder den Boiler im Winter vor Frostschäden beschützt. Ne? Das öffnet sich dann automatisch ab so 3 Grad plus und lässt das Wasser automatisch ab aus dem Boiler. Auf die Seite kommen wir jetzt nicht dran, da steht ein anderes Fahrzeug ganz dicht. Macht nichts, denn die Stauraumklappen sind gleich groß. 1 Meter und 5 mal 85. Das ist groß. Das Gute an diesem Fahrzeug ist... Nee, Moment. Die ganze Garage ist riesig, ne? Und das Ja. auf 7 Metern. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Was ist jetzt? Ist da wieder jemand? Das hast du ja auch nicht so oft, ne? Dass die Garagentüren gleich groß sind auf beiden Seiten. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nochmal. Das hast du ja auch nicht oft, Nora, ne? Dass die Garagentüren auf beiden Seiten gleich groß sind. Ja, finde ich gut. Es gibt immer die Möglichkeit, dass du auf einer Seite zugepackt bist und dass du auf der anderen Seite dann auch deine Fahrräder noch rauskriegen kannst. Nicht wundern, wir haben kurz das Fahrzeug gewechselt. Es waren doch zu viele Interessenten. Es ist so viel los hier heute. Wahnsinn. Dass wir in dem Teilintegrierten gar keine Ruhe mehr hatten, ne? Ja. Um euch noch die letzten Informationen mitgeben zu können. Ja. Deshalb jetzt aus einem Alkoven. Ja, Ist auch ein XGO. ja, mit Volldinett. Nora, Daten und Fakten, was hast du für uns? Ja, also der XGO 98P hat eine Länge von 6,98 Meter, eine Breite von 2,34 Meter, Außenhöhe 2,91 Meter. Kühlschrank hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt, Absorber 90 Ja. Liter. Eine Bodenstärke, also vom Aufbau 44 mm, Wand und Dach 30 mm. Und weißt du, was richtig cool ist bei dem Wagen? Der Wagen hat eine GFK-Kabine. Komplett. Komplett. Unten, oben, hinten und die Seiten. Alles GFK. Hagelresistent. Ja, genau. Ein Frischwassertank von 100 Liter, Abwasser auch 100 Liter, Masse im fahrbereiten Zustand 3014 Kilo. Nora, wie immer zum Schluss die Frage. Was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet auf Peugeot mit 140 PS als 3,5 Tonner 52.999 € und das da drüben angebotene Fahrzeug kostet 62.500 €, auch auf Peugeot mit 140 PS als 3,5 Tonner. Ja, der hat ja noch Extras. Da ist eine Satellitenanlage, Markise, da gibt es Pakete hier vom Palmowski. Hubett, genau, Hubett. Und es gibt Ausstattungspakete, die umfassen dann, die haben ein kleines Paket, ein großes Paket. Das heißt, bei einem großen ist die Sattanlage mit drin und so weiter. Das könnt ihr euch also modular zusammenstellen, das Fahrzeug. So, ihr Lieben, das war's mal wieder aus Bielefeld. Es fällt uns immer leichter, Bielefeld wiederzufinden. Manche unken ja, es würde Bielefeld gar nicht geben. Nein, wir haben es wiedergefunden. Ja, genau. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ganz wichtig. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Mann. Ja, das ist das Problem, wenn man am Samstag auf die Idee kommt, ein Auto zu filmen. Herrlich. Und sie sind beliebt. Na gut, der Preis Ja. ist ja auch nicht schlecht. Ja, die Hütte ist voll hier, wirklich. Ja.
Was würde ich noch zu dem Fahrzeug sagen? Habe ich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich noch ein Fazit machen. Du hast ein Fazit, dann lass uns doch gerne daran Einfach teilhaben. schlicht, sogar mit selbst einziehender Schublade. Den Stauraum im Schlafzimmer finde ich richtig gut. Unten den Ja, doppelten Boden, ja. dass man hochgeht. Und nochmal zu der Bettenbreite 75 finde ich super. Breiter Gang. Ja, und du hast ja eine separate Zwischen den Dusche. Betten. Du hast eine separate Dusche. Ja. Du hast ein abteilbares Schlafzimmer. Ja, Ja? Du kannst dich ja räumlich abtrennen. ja, Das hat was, auf jeden Fall. ja, Ne? alles da. Und du kannst das Fahrzeug auch mit 2 Personen nutzen. Das heißt, wenn du auf das Hubbett verzichtest, dann hast du ein 2-Personen-Fahrzeug und Stauraum ohne Ende. Genau. Hammer. Ja. Jetzt gut. Ich habe Hunger. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski.